Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Jon, wie geht es dir heute? Hallo Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über das Wetter sprechen. Sprichst du gerne über das Wetter? Ja, das tue ich. Ich finde das Wetter sehr interessant. Wie ist das Wetter heute? Heute ist es sonnig und warm. Der Himmel ist blau und es gibt keine Wolken. Das ist schön. Ich mag sonnige Tage. Sie machen mich glücklich. Da stimme ich zu. Sonnige Tage sind sehr gut für einen Spaziergang oder ein Picknick. Was hast du gestern gemacht? Gestern hat es geregnet. Ich bin zu Hause geblieben und habe ein Buch gelesen. Ich bin auch zu Hause geblieben. Ich habe einen Film geschaut. Regentage sind gut für Aktivitäten drin. Ja, das sind sie. Aber ich bevorzuge sonnige Tage. Ich gehe gerne nach draußen, wenn das Wetter schön ist. Ich auch. Weißt du, wie das Wetter morgen wird? Ich habe im Radio gehört, dass es morgen bewölkt, aber trocken sein wird. Das ist interessant. Ich hoffe, es regnet morgen nicht. Ich hoffe es auch. Ich habe vor, im Park spazieren zu gehen. Das klingt sehr schön. Ich könnte mitkommen, wenn das Wetter gut ist. Ja, bitte komm mit. Es macht mir Spaß, mit einem Freund zu gehen. Jon, was ist dein Lieblingstyp von Wetter? Ich mag sonniges Wetter am liebsten. Ich mag auch kühle Brisen. Ich mag sonniges Wetter auch, aber ich finde es auch schön, wenn es ein wenig regnet. Es ist sehr beruhigend. Regenwetter kann beruhigend sein, aber manchmal macht es mich ein bisschen schläfrig. Ja, das verstehe ich. Kühle Tage sind gut für eine warme Tasse Tee. Das stimmt. Ich trinke gerne Tee, wenn es draußen kalt ist. Jon, denkst du, dass das Wetter deine Stimmung beeinflusst? Ja, ich denke schon. Wenn es sonnig ist, fühle ich mich energiegeladen und glücklich. Wenn es regnet, fühle ich mich entspannter, aber auch ein bisschen faul. Ich fühle genauso. Das Wetter kann beeinflussen, wie ich meinen Tag plane. Genau, ich überprüfe oft das Wetter, bevor ich Pläne mache. Ich auch. Es ist wichtig zu wissen, ob es regnen oder sonnig sein wird. Anna, magst du den Winter? Ich mag den Winter ein bisschen. Ich mag Schnee, aber ich mag kein sehr kaltes Wetter. Ich liebe den Winter, weil ich es mag, den Schnee zu sehen. Aber manchmal ist es mir zu kalt. Ja, wenn es sehr kalt ist, muss ich einen dicken Mantel und einen Hut tragen. Ich trage auch Handschuhe und einen Schal. Kaltes Wetter ist nicht sehr angenehm. Was ist mit dem Sommer? Magst du den Sommer? Ich mag den Sommer, weil es warm ist und ich zum Strand gehen kann. Ich liebe den Sommer auch. Ich schwimme gerne und esse Eis. Der Sommer macht Spaß, aber manchmal ist es zu heiß. Ja, wenn es sehr heiß ist, trinke ich viel Wasser und bleibe im Schatten. Das ist eine gute Idee. Ich sitze auch gerne unter einem Baum, wenn es heiß ist. Der Frühling ist auch schön. Im Frühling ist das Wetter mild und die Blumen blühen. Ich mag den Frühling. Die Tage werden länger und die Luft ist frisch. Der Frühling macht mich glücklich, weil alles neu aussieht. Schaust du die Wettervorhersage im Fernsehen? Ja, das tue ich. Ich möchte wissen, ob es regnen oder sonnig sein wird. Ich schaue die Vorhersage jeden Morgen. Es hilft mir, meinen Tag zu planen. Manchmal ist die Wettervorhersage nicht korrekt. Ich bin überrascht, wenn es unerwartet regnet. Das passiert mir auch.
Ich überprüfe immer das Wetter, bevor ich nach draußen gehe. Jon, planst du Outdoor-Aktivitäten, wenn das Wetter gut ist? Ja, das tue ich. Ich plane Picknicks, Spaziergänge und Besuche im Park. Ich plane auch viele Aktivitäten, wenn das Wetter schön ist. Ich fahre gerne Fahrrad und gehe joggen. Outdoor-Aktivitäten machen mehr Spaß, wenn das Wetter klar ist. Da stimme ich zu. Manchmal lade ich meine Freunde zu einem Picknick ein, wenn es sonnig ist. Ich lade oft meine Familie am Wochenende in den Park ein. Das Wetter ist sehr wichtig für unsere Pläne. Jon, machst du Fotos vom Wetter? Ja, ich mache gerne Fotos vom Himmel, besonders wenn er bei Sonnenuntergang sehr bunt ist. Ich liebe es, Fotos vom Sonnenaufgang und vom blauen Himmel zu machen. Das macht mich ruhig. Wetterfotos sind schön. Ich benutze sie manchmal als Hintergrundbild auf meinem Handy. Das ist eine gute Idee. Ich ändere auch meinen Hintergrund mit einem schönen Wetterfoto. Anna, was machst du zu Hause, wenn es regnet? Wenn es regnet, lese ich gerne ein Buch oder schaue einen Film. Ich höre auch gerne ruhige Musik. Ich spiele gerne Spiele an meinem Computer und trinke heiße Schokolade. Regentage sind perfekt für Hobbys drinnen. Ja, ich fühle mich entspannt, wenn ich an einem Regentag zu Hause bleibe. Hast du eine Lieblingsjahreszeit, Jon? Ja, ich denke, meine Lieblingsjahreszeit ist der Frühling. Ich mag das milde Wetter und die blühenden Blumen. Ich mag den Frühling auch, aber ich liebe auch den Sommer. Der Sommer ist sehr lebhaft und macht Spaß. Der Sommer macht Spaß, aber manchmal ist es mir zu heiß. Das stimmt, manchmal bevorzuge ich die kühlen Tage im Frühling oder Herbst. Der Herbst ist auch schön. Die Blätter ändern die Farbe und die Luft ist kühl. Ich mag es, die roten und gelben Blätter im Herbst zu sehen. Es ist sehr schön. Hast du Pläne für das Wochenende, Anna? Ja, ich plane, am Samstag in den Park zu gehen, wenn das Wetter schön ist. Das klingt großartig. Ich plane, meine Familie am Sonntag zu besuchen. Ich hoffe, das Wetter ist gut. Das hoffe ich auch. Ich werde die Wettervorhersage wieder überprüfen. Ja, ich auch. Es ist immer gut zu wissen, wie das Wetter ist, bevor man Pläne macht. Jon, denkst du, dass das Wetter die Reisepläne beeinflusst? Ja, auf jeden Fall. Wenn es regnet oder sehr windig ist, sage ich manchmal meine Outdoor-Pläne ab. So geht es mir auch. Ich überprüfe immer das Wetter, bevor ich in eine andere Stadt reise. Das Wetter kann deine Pläne sehr schnell ändern. Ja, und manchmal macht es deine Reise weniger spaßig, wenn es regnet. Ich erinnere mich, dass ich einmal zum Strand gegangen bin und es angefangen hat zu regnen. Das war enttäuschend. Das ist mir einmal bei einem Picknick passiert. Wir mussten nach drinnen gehen. Deshalb ist es sehr wichtig, das Wetter zu überprüfen. Jon, sprichst du gerne über das Wetter mit deinen Freunden? Ja, das tue ich. Ich frage oft meine Freunde, wie ist das Wetter heute? Ich frage meine Freunde auch nach dem Wetter. Es ist eine gute Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen. Über das Wetter zu sprechen ist einfach und freundlich. Ja, es macht Smalltalk einfach und angenehm. Ich sage gerne, es ist ein schöner Tag, oder? Wenn ich jemanden treffe. Das ist eine gute Begrüßung. Es bringt die Leute zum Lächeln. Anna, was machst du, wenn sich das Wetter plötzlich ändert? Wenn sich das Wetter plötzlich ändert, überprüfe ich meinen Regenschirm und meinen Mantel. Ich habe immer einen kleinen Regenschirm in meiner Tasche. Das mache ich auch.
Ich trage auch eine leichte Jacke, wenn es kühl wird. Es ist gut, auf plötzlichen Regen oder Wind vorbereitet zu sein. Ja, vorbereitet zu sein macht mich ruhig. Ich plane immer für das Wetter. Das hilft mir, meinen Tag zu genießen. Ich stimme zu. Ein wenig Planung macht alles besser. Jon, hast du eine schöne Wettererinnerung? Ja, ich erinnere mich an einen sonnigen Tag, an dem ich mit meinen Freunden ein Picknick hatte. Wir haben Spiele gespielt und gutes Essen gegessen. Das klingt sehr schön. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem es kühl und windig war. Ich habe mit meiner Familie einen Drachen steigen lassen. Einen Drachen steigen zu lassen macht Spaß, besonders an einem windigen Tag. Ja, das ist es. Wettererinnerungen sind sehr schön. Ich denke gerne an schöne Wettertage, wenn es regnet. Ich auch. Schönes Wetter macht unsere Tage heller. Anna, ich bin froh, dass wir heute über das Wetter gesprochen haben. Ja, ich habe unser Gespräch über das Wetter genossen. Es ist interessant und einfach. Über das Wetter zu sprechen ist eine gute Möglichkeit, Deutsch zu üben. Ich stimme zu. Es hilft uns, neue Wörter und Ideen zu lernen. Ich überprüfe immer das Wetter, bevor ich meinen Tag plane. Es macht meinen Tag besser. Das mache ich auch. Ein wenig Information über das Wetter kann deine Pläne zum Besseren verändern. Danke, dass du heute mit mir gesprochen hast, Anna. Danke, Jon. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich hoffe, wir können wieder über das Wetter sprechen. Ja, das würde ich sehr gerne. Hab einen schönen Tag, Anna. Du auch, Jon. Bis bald. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keines unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.